Tief im Osten. Ich bin für euch in den Vogtlandkreis gefahren und genau 300 Meter weiter beginnt Tschechien. Hier ist der Jörg, ich grüße dich herzlich. Hallo, grüße dich auch. Ja, wir sind wo? In welchem Ort sind wir hier? Wir sind in Klingendal, im schönen Vogtland. Du bist total wahnsinnig. Du baust in Handarbeit Made in Germany. Baust du egal was aus, Sprinter, Crafter, VW-Busse, du machst alles, was man will, unter anderem auch Fiat Ducato. Wir werden ein Auto gleich mal zeigen, 49.999 €, da vorne steht, da gibt es ein eigenes Video zu, das werden wir euch gleich mal präsentieren. Du hast dir auf die Fahne geschrieben, absolute Qualität zu bauen, das fängt an mit wirklich den ganzen Furnieren, das fängt an mit den Umleimern, mit allem drum und dran, das Zeug soll länger halten als du. So ist der Plan, genau. Dass die Leute auch sehr lange Freude dran haben und die Qualität irgendwo stimmt. So, da vorne ist deine Frau. Ihr seid ein echter Familienbetrieb. Dein Sohn ist sogar auch dabei. Und das hier sieht aus wie ein 6-Meter-Auto, oder? Das ist ein 6-Meter-Auto, jawohl. So, die Besonderheit ist, das ist ein multifunktionelles Prinzip. Der Möbelbau, das könnte jetzt auch in einer, Arztpraxis sein von der Qualität, oder? Ja, das ist die gleiche Qualität. So, was hast du gelernt? Was bist du vom Beruf? Ich bin von Beruf Polsterer, Sattler und Schreiner. Alles drei? Ja, alles drei. Nee, echt? Ja. Polsterer, Sattler und Schreiner? Ja, genau. Habe ich alles drei gelernt. Hast du einen Meister irgendwie? Ja, auch. Ja. In allen drei, oder wie? In allen dreien, ja. Echt? Ja. Du bist dreimal Meister? 1986 aber schon. Du hast 3 Meister gemacht. Ey, Hut ab. Ja, das ist ja heute nicht mehr so oft. Du hast einen Sohn, der hat auch einen Meister schon? Nein, der hat noch keinen Meister. Nein. Kommt aber. Ist geplant, oder? Ist geplant. Das soll er selber entscheiden. So, ich zeige mal gerade hier vorne, siehst du, also das Ganze ist eigentlich gebaut, das könnte auch aus dem Nutzfahrzeugbereich sein. Hier die ganzen Einstiege, wie das gemacht ist. Ihr habt alles ordentlich gedämmt, oder? Ja, alles gedämmt. So, wenn ich hier reingucke, 6-Meter-Auto, die Besonderheit ist, ihr seid euch für nichts zu schade. Ihr habt nämlich ein eigenes Aufstelldach entwickelt. Das ist hier, ich gucke mal gerade hier oben drauf, das ist so unauffällig, dass man es gar nicht bemerkt. Hier oben ist es schon mal aufgefaltet. Das habt ihr komplett selber gebaut? Das haben wir komplett selber entwickelt und stellen das auch selber her. Nochmal, auch die Zeltstoffe, die Gase, alles das macht ihr selber? Ja, machen wir alles. Weil das sieht aus, es könnte es von irgendeinem Zulieferer kommen, ist aber nicht. Das Dach ja, also das lassen wir laminieren von einem Zulieferer. Wir haben das zwar alles selber entwickelt, aber das Laminat oder das Dach selber wird für uns produziert. Das macht ihr nur für euch? Macht er nur für uns, ja. Okay, weil unsere Modelle, unsere Muster und wird nur für uns produziert. Weil es sieht aus, als wäre es ein SCA-Dach, so ein kleines bisschen, weil was will man an so einem Dach denn alles neu machen? Aber da gibt es viele Unterschiede. Das Dach ist handlaminiert? Das Dach ist handlaminiert, ja. So, und hier vorne siehst du Edelstahl mit drum und allen drum und dran. Das werden wir uns gleich mal angucken, denn es ist da drüben auch eingebaut. Es hat eine spezielle Form, denn dieses Dach hier von dem Crafter ist alles andere wie gerade, oder? Das ist sehr diffizil gebaut. Wir mussten das Dach im Prinzip nach hinten schräg laminieren und auch es zieht nach hinten ein, das Auto. Also es verjüngt sich nach hinten und unser Dach ist genau auf dieses Auto angepasst. Also das ist exakt ein Dach, das passt zu 1000%. Wir können mal gucken, wenn du mal gerade hier vorne mal öffnest für mich, sei mal so lieb. Da ist nämlich noch der Einbauprozess noch zu sehen. Man braucht ungefähr, ich denke mal so 5-6 Stunden, oder? Das dauert länger. Dauert länger, einen Tag, oder? Das dauert länger, weil in dem Falle, das ist ja ein Flachdach, also ein H1-Auto und wir schneiden dort das Dach aus, sodass wir die Stehhöhe hinbekommen. Okay, das ist wichtig. Also jemand, der steht, der kann auch bei geschlossenem Dach die volle Stehhöhe nutzen. Das sind ungefähr 8 cm, 10 cm mehr, die ich dann gewinne? 11 cm mehr. 11 cm. Ist es leise, das Dach, also während der Fahrt? Ja, es ist leiser als das Originaldach, weil ja im Prinzip auf dem Originaldach noch ein Dach aufgeklebt ist. Eine Dämmung quasi, nochmal mit drauf. Zusätzliche Dämmung. So, das sieht man hier. Also der ist noch nicht ganz fertig, den wollen wir mal zeigen. Hier habt ihr auch ein eigenes Teil, das ist auch handlaminiert hier? Mach das mal zu, jawohl. Wir haben speziell für dieses Dach einen eigenen Adapter. Dieser Adapter für eine Markise ist genau dem Auto angepasst. Das heißt, der Adapter nimmt auch die Kontur des Fahrzeuges auf. Hier ergibt sich dann eine gerade Fläche und an dieser geraden Fläche wird dann die Markise montiert. So, der wird jetzt wie festgemacht, der Adapter, oben am Dach? Geklebt und geschraubt. Geklebt, also heißt, der geht nicht mehr ab.
Da kannst du das Auto mit aufhängen. Schwierig, ja, sehr Schwierig. So, ihr seid ganz im Osten. Ihr seid in der Nähe von Karlsbad, habe ich gesehen. Also tschechische Grenze selbst ist nicht weit weg von hier. Das kennt man. Das Ganze ist außergewöhnlich, denn die Leute kommen tatsächlich von der Schweiz. Ganz viele Schweizer habt ihr. Ja, wir haben ganz viele Schweizer, wir haben ganz viele Österreicher, von Nord bis Süd. Also die Leute scheuen keine Entfernung bis zu uns. Das ist so, denn ihr seid unglaublich gut und unglaublich preiswert. Also wenn ich sehe, die Preise, der hier kostet fix und fertig 85.000 € und dabei, da ist das Dach dabei, oder? Ja, mit Dach. Mit Dach. Und wenn man das Dach nicht möchte, das kann man übrigens auch nicht haben, dann kostet es rund 8.000 € weniger. Und dabei hast du jetzt ein multifunktionales System mit Airline-Schienen, das zum Beispiel diesen Alco-Träger jetzt mit aufgenommen hat. Denn, wir können es ja mal verraten, du bist großer Motorradfan und nimmst auch gerne mal dieses Motorrad mit, wiegt ca. 220 Kilo, sieht schwerer aus als es ist, aber 220 Kilo von der Zuladung. Ist es hier ein 3,5 Tonner? Das ist ein 3,5 Tonner und das Auto wiegt ausgebaut 2,8 Tonnen. 2,7, Entschuldigung. 2,7 Tonnen. 2,7 Tonnen. Wenn du mal kurz nach links kommst zu mir. Ausgebaut mit dem Dach. Mit dem Dach, ja. Wie hast du das geschafft? Na gut, wir haben alles Leichtbau. Das Auto selber, Flachdach ohne Allrad natürlich, wiegt auch weniger. Und durch die Größe des Fahrzeuges kommt natürlich auch weniger Gewicht zustande. Das Ganze ist trotzdem schlechtwegetauglich. Du siehst ja hier, die Bodenfreiheit, die ist ja enorm. Das heißt, du kannst mal einen Feldweg und das alles langfahren. Das geht. Das geht, ja. Das geht. So, mittlerweile haben die auch Elektronik mit drin. Ihr habt viele Fahrzeuge auch mit Allrad. Das muss man auch dazu sagen, die Nachfrage nach Allrad ist ungebrochen. Der Crafter Allrad, ist der gut lieferbar? Schwer lieferbar aktuell, Crafter und MAN. Aber dieses gleiche Fahrzeug, was hier steht, könnte man mit Front, mit Heck und mit Allradantrieb ausliefern. Front, Heck und Allrad. Ja. Ich nehme an, dass der Heck wird ein bisschen höher. Der Heck wird höher, der wird um 11 cm höher. Heckantrieb und Allradantrieb. Ist die Bodenfreiheit denn größer mit Heckantrieb? Nein, ist gleich. Ist gleich. Bodenfreiheit ist gleich. So, ich guck mal gerade, was steht hier. Da ist auch ein Crafter. Ihr baut auch auf Sprinter, Mercedes-Benz, oder? Ja, kein Problem. Also Fahrzeuge sind für uns kein Problem. Wir nehmen alle handelsüblichen Transporter, je nachdem, was der Kunde wünscht. So, das ist dein Sohn. Du hast jetzt, wie viele Kids hast du produziert in deinem Leben? 2. 2. Ja. Sohn, Tochter? 2 Söhne. 2 Söhne. Jawohl. Okay. Ja, die einen sagen, jetzt hast du Glück gehabt, die anderen sagen, Pech gehabt. Je nachdem. Da ist er. Du bist der? Ja, der Marc. Hallo Marc, ja. Das ist übrigens hier Pflicht. Wenn man im Vogtland ist, heißt man entweder Marc, Marco oder was ist noch gern genommen? Markus, Mario. So, das Auto werden wir euch auch zeigen. Das ist ein wirklich gigantischer Ausbau und wir haben so ein ähnliches Auto schon gezeigt auf der Abenteuer Allrad, aber da waren die Lichtverhältnisse so mies, dass es kam überhaupt nicht zur Geltung. Da werden wir ein eigenes Video zu machen. Das ist ein großer Hit, oder? Das Ding. Ja, das ist ein großer Hit. So, jetzt gehen wir nochmal zurück. Ich blicke noch einmal kurz rein. Marc, wenn du mal so lieb bist, oder hier, Jörg, mach mal auf. Das war immer wichtig, dass der Vorname auch vier Buchstaben hat, oder? War zufällig. Also mein Name und auch das meiner Söhne haben immer 4 Buchstaben. Wie ist der Marc zweite? und Toni. Toni. Ja. Sehr schön. So, hier vorne siehst du, das heißt, ihr könnt auch andere Oberflächen. Ist das hier Bambus, oder? Das ist Bambus Natur. Echt? Echtholzbambus, ja. Das ist ja schon aufwendig, oder? Das ist sehr hart. Das ist sehr aufwendig in der Verarbeitung, weil das ja dann auch noch hinterher geölt oder gewachst werden muss, je nachdem, was der Kunde wünscht. Flexebu, ich habe es immer genannt. Flexebu habe ich immer gesagt, ja, das stimmt aber gar nicht. Eure Firma gibt es seit 1898, 96. Ja. Die heißt Schlott und man sieht es ja sehr schön, hier vorne steht es auch nochmal drauf, Schlott seit 1896 und ihr seid, glaube ich, die dritte Generation, vierte? Also ich bin die 4. Generation und mein Sohn die 5. Generation. So, wie kamt ihr denn auf die Idee, solche schönen Fahrzeuge hier zu bauen, wie dieser rote hier? Ja gut, die Idee kommt eigentlich aus meinem eigenen Hobby, sprich die Multifunktionalität des Fahrzeuges. Zum einen ein alltagstaugliches Fahrzeug zu haben mit mehreren Sitzplätzen, beziehungsweise ein großes Transportfahrzeug, wo ich mein Hobby, Fahrräder und Motorräder mit transportieren kann, aber auch gleichzeitig relativ schnell und wendig unterwegs bin. Du hast dich hier entschieden, 4 Schlafplätze reinzumachen. Das wird dann schon ein bisschen eng mit der Zuladung, wenn alle 4 mitfahren und das Motorrad
Das wird aber nicht gehen, weil es können nur 2 mitfahren, wenn das Motorrad dabei ist, gell? Nein, es können auch 4 mitfahren, wenn das Motorrad dabei ist. Das wäre kein Problem. Die Sitze passen rein, können wir dann gern noch mal zeigen. Allerdings, wenn man mit Kindern fährt, also jetzt mal aus der Praxis her bezogen, wenn man mit Kindern fährt, wird man ja kaum das Motorrad mitnehmen. Dann eher Fahrräder, 4 Fahrräder. So, und die sind auch ein bisschen leichter, wobei E-Bikes ja wesentlich leichter. So, jetzt bitte mal reinkurbeln, dass man das mal sieht. Flexebu, flexible Fahrzeugeinrichtung. So, das ist eine Alco-Aufnahme. Das ganze Motorrad wird mit einer kleinen Übersetzung hochgekurbelt und binnen weniger Sekunden. Und das Schöne ist, man muss nichts abbauen, alles ist und bleibt gleich. Wird es einfach reingefahren. Und anschließend verzurrt. Das heißt, das, was da Alco gebaut hat, ist schon ganz gut, oder? Ja, das ist eine Entwicklung von uns und Alco. Zusammen? Ja, haben wir gemeinsam mal gemacht vor vielen Jahren, um schwere Motorräder bequem einladen zu können. Ich habe gedacht, du machst nur Holz. Was noch? Polster und Sattler bist du Polster doch eigentlich? und Sattler, ja. Und Stahlbau machst du auch nebenbei? Nein, aber Die Konstruktion hast du man überlegt. konstruiert. Man konstruiert, das finde ich gut, ja. Das ist jetzt ein schweres Ding, das können wir jetzt gleich mal zeigen. Und jetzt kommt die Besonderheit, wenn du es noch mal kurz rausfährst, oder ist da ein Kollege, der hilft, oder wie läuft das? Nee, kannst selber machen. Man tut es einfach lockern, schiebt zurück. Schiebst zurück. So, lässt da ein bisschen nach. Dann kommt irgendwann der Punkt, dann fällt es von selber runter, oder? Ja, man kurbelt es dann leicht zurück. Okay. Ah, das kannst du wirklich alleine machen. Das heißt, wenn du alleine fährst. Das ist eigentlich so gedacht, dass die Frau das Motorrad einladen kann und der Mann noch ein Abschlussbier trinkt. Vielleicht ist das bei euch so im Vogtland. Also du kannst es meiner Frau mal gerne erzählen, ja. Na gut, man kann ja auch Wein trinken in Frankreich. Ne? Stimmt. Jetzt guck ich mal gerade, hier kommt es runter. Krass. Ja, das geht wie von Geisterhand, fährt es runter und durch das eigene Gewicht geht es dann komplett raus. Okay, Jörg, ist gut. So, jetzt mal Hand aufs Herz. Wenn du die Preise siehst, teilweise, die manche Hersteller aufrufen, die schreiben an so einem Auto hier multifunktionell mit dem Ausbau, allen drum und dran mal 150.000 € dran. Hast du schon gesehen, gell? Ja, habe ich gesehen, aber wenn man irgendwo fair bleiben möchte und man kalkuliert fair, dann sind die Preise aus meiner Sicht etwas zu hoch. Gut, ihr habt niedrige Lohnkosten hier, etwas niedriger als in Berlin, nehme ich an, oder in Dortmund? Ja, sicherlich haben wir vielleicht gewisse niedrigere Lohnkosten, aber die ganzen Materialien und Nebenkosten sind trotzdem die gleichen. Sind die gleichen. So, jetzt hast du hier ja, du konstruierst, glaube ich, ganz gerne. Ja? Das Bett hier, das ist auch außergewöhnlich. Du sagst nämlich, es kann nicht sein, dass ich ein Bett konstruiere, das anschließend schlecht funktioniert zum Schlafen, sondern wenn, dann schläft man immer wie in Gottes Schoß bei dir. Ja, für mich ist im Wohnmobil eigentlich wichtig oder in so einem Freizeitfahrzeug, ich muss vernünftig schlafen, ich möchte viel transportieren, etwas zur kleinen Wäsche oder zum Duschen muss da sein und etwas zum Kühlen und Kochen. So, ihr habt ein Duschmodul hier drin, Ja, richtig? ein Duschmodul, genau, kann ich dir dann noch mal zeigen, wie das funktioniert. So, jetzt mach mal bitte hier runter. Wenn ich das Bett bauen möchte, wie funktioniert das eigentlich jetzt? Ist das schwierig? Es geht. Es geht. So, das ist der Rahmen, der ist da drin. Ein Aluprofil. Ich lege. Ja. Ich habe das noch nicht gesehen. Du bist mein Zeuge, das erste Mal jetzt. So, das heißt, man steckt das in rein. Das 4-mal, ich lasse die jetzt mal weg, die anderen. Also eine wird schon lang von der Stabilität. Naja, aber nicht zum Schlafen. Nur mal zum Zeigen. Präsentieren. Okay. Ja. Also ansonsten 4 Stück. Ansonsten 4 Stück. Klappe ich das Bett ab. Sag mal, ich könnte das auch als Werkbank benutzen, oder? Ja, Das Bett würde gehen. würde gehen. So, und dann hast du ein Polster. Sag mal, hier das Polster habt ihr selber gemacht? Die machen wir alles selber. Ja, wir fertigen das ja alles auf Länge und Größe genau an, wie es im Fahrzeug ist. Nochmal, das hast du alles selbst gemacht? Ja, das machen Die wir alles Kanten selber. leimt ihr selber, die... Alles komplett. Wir geben nichts außer Haus, wir stellen alles selber her. So, und du sagst hier, diese Schränke hier, du weißt ja selber, dass diese
die Laminate sich teilweise auflösen bei Temperaturen von 70 Grad. Ihr lasert die drauf mit 350 Grad. Na, mit 430 Grad. Mit 430 Grad. Ja, das ist eigentlich Erdronik-Technik und wir verarbeiten keine Stegkanten, keine Gummikanten oder auch keine EVA, also heißt Schmelzkleberkanten. Wir lasern die Kanten auf mit 430 Grad. Man sieht keine Leimfuge. Es ist eine 2 mm ABS-Kante, relativ stoßsicher, stabil. Und bei den hohen Temperaturen, wenn die Sonne drauf scheint, hier am Eck. Warte, ich zeige das mal. Also das ist so eine typische, das geht ja jetzt hier noch. Aber viele haben ja auch den Kühlschrank wie drüben drauf. Da scheint dann den ganzen Tag die Sonne drauf, da passiert nichts. Bei dieser Kante nein. Bei EVA-Kanten kann sich diese Kante lösen. Und das passiert auch in der Praxis, oder? Das passiert in der Praxis, ja. Mach mal auf hier, bitte mal so einen Schrank, dass man mal sieht. Denn das ist alles handwerklich top, oder? Ja, wir versuchen unser Bestes. So, du bist auch Schreiner, oder? Ja. Damals gab es ja noch keine CNC, oder? Als du jung warst? Nein, das war alles noch Handarbeit. So, das könnt ihr auch, Handarbeit, oder? Müssen wir können, ja. So, und was das Schöne ist, das sind so, die gehen unter leichtem Druck zu, werden dann hier gegengepresst, also gegen das Gummiteil und sind leise, der Möbelbauer. Also wir verarbeiten immer kugelgelagerte Auszüge. Ja, zeig mal hier unten, da ist so ein, ah ja, okay, die sind kugelgelagert, das heißt, die laufen schön. Die laufen schön ruhig und mit Selbsteinzug, das heißt, dass ich die letzten Zentimeter selbst einziehen. So, der ist noch nicht fertig, da ist noch nichts eingestellt, da ist noch nichts gemacht. Sogar das Licht, was ihr reingemacht habt, habt ihr hart verdrahtet, denn die Elektrik ist noch nicht ganz fertig. Du wolltest mir den trotzdem zeigen, richtig? Ja, aber wir sind leider zu unserem eigenen Fahrzeug, haben wir keine Zeit, wie das immer so ist. Der Schuster hat die schlechtesten Schuhe, heißt so im Volksmund. Und der ist im Prinzip nur mal roh ausgebaut und muss jetzt noch fein getuning gemacht werden. Ist ja schon verkauft. Der ist aber schon verkauft. Ist ja schon verkauft. Hier vorne der Kühlschrank geht natürlich zu beiden Seiten auf. Lithium hat er drin. Hier. Hat Lithiumbatterie, hat einen Wechselrichter, wir haben ein Induktionskochfeld. Alles im Preis mit drin. Alles im Preis mit drin und auch Solaranlage. So, Solaranlage, Lithium, Induktionskochfeld, dann ein Bussystem für die Steuerung. Das können wir gleich im anderen Auto sehen. Das ist auch mit drin. Dann habt ihr das hier alles handwerklich eingearbeitet. Das heißt, hier diese Airline-Schienen, die müssen ja mit dem Fahrzeugboden verbunden sein, mit der Karosserie. Aber sind mit dem Fahrzeugboden verbunden. Das sind Sitzsysteme von Schnürle, die wir verarbeiten. Das ist eine Doppel-Airline-Schiene und in dieser Schiene, zeige ich dann nochmal, können wir verschiedene Sitze einstellen. So, bauen nochmal kurz zurück, dass wir das nochmal hinkriegen. Denn vielleicht kannst du dem Marc mal sagen, dass der mal so einen Sitz oder 2 Stück einfach mal holt. Das können wir gleich machen. Oder weißt du was, das kannst auch du machen, denn du hast mir eben schon gesagt, du hast das Auto sogar selber gewaschen. Ihr seid, wie viele Leute seid ihr? Wir sind 8 Mitarbeiter. 8 Mitarbeiter, klein, aber fein, richtig? So kann man es sagen, ein kleiner Familienbetrieb. Ja, wir sind auch 8. Also wir haben 8 Leute bei uns, bei der Medien Saarland. Und ich selbst bin ja bei German Television ganz alleine. Siehst du hier, ich komm hier ohne Verstärkung zu dir. Hast du gesehen? Ja, habe ich gesehen. Ist schon weit weg hier. Ich bin gefahren von Regensburg hierher, 3,5 Stunden, weil ihr habt zwar einen Autobahnanschluss, aber der ist weit weg. Nur ja, 30 Kilometer. Es geht. Geht so, aber einmal quer durch. Ihr seid auf knapp 500 Meter hier. Das ist schon zum Leben, ist das hier prima. Und Tschechien ist direkt um die Ecke. Das heißt, ihr habt den einen oder anderen auch aus Tschechien hier, oder? Ja, haben wir auch hier. Sprechen die gut Deutsch, Jet? Hier in der Grenznähe, ja, sprechen alle sehr gut Deutsch. So, jetzt ist oben noch ein Bett drauf und hier sieht man die Stehhöhe. Ihr habt das Ganze nämlich ausgefasst und ich bin 1,83 Meter. Ich kann hier fast komplett drin stehen. Und du sowieso. Ich sowieso, ja. So, das kann man sehen. Das haben wir eben gezeigt. Dann Schränke, bitte mach mal auf, dass wir mal sehen können. Kleiderschrank ist noch drin. Die Oberschränke, auch das Auto ist ja innen auch nicht gerade, das muss man dazu sagen. Da ist alles verjüngt in alle Richtungen, oder? Es ist schwierig zum Ausbauen, weil das sich sehr verjüngt, das Auto, das ist richtig. So, das ist ein Schrank, mach mal auf. Ja. Wir haben hier Kleiderschränke, einmal mit Tür, also wir zeigen im Prinzip hier die Möglichkeiten, die es gibt. Ihr habt Vollkorpus. Wir haben Vollkorpusbauweise, ja. Krass, also wenn du das mal erklärst, Vollkorpus, weil viele sehen die Unterschiede nicht. Naja, Vollkorpusbauweise bedeutet, man hat rechts und links eine Seitenwand, man hat einen Deckel, einen Boden und eine Rückwand. Die Rückwand fehlt meistens. Ja, und wir verdübeln diese Schränke komplett.
ist natürlich wesentlich stabiler, wie wenn man nur einzelne Wände einbaut und die vielleicht mit Winkeln verschraubt. Und ich habe mal vor vielen Jahren einen Crashtest machen lassen mit einem Ausbau. Dort hat man festgestellt, dass die wenigsten Wohnmobilhersteller Crashtests machen. Und dort wurde eine Einrichtung im Degradzentrum am Lausitzring gecrasht und dort war alles noch in Ordnung. Es war alles da, wo es war. Ja, war alles da, wo es war. Krass. 85.000 der hier, der andere 49.990 Euro. Du sagst, das ist der meistverkaufte überhaupt. Du kommst damit klar. Das heißt also, du machst lieber ehrliche Preise, bist dafür in 10 Jahren noch da. Euch gibt es ja schon seit 1896. Das ist so ein bisschen das Konzept, oder? Das ist mein Konzept, ja. Ich möchte, wenn ich Kunden auf dem Campingplatz wieder treffe, irgendwann auch in den Augen schauen können. Ich tue mich schwer, klar, man könnte sicherlich mehr Geld verdienen oder verlangen, aber ich tue mich immer schwer, gewisse Unseriosität darzustellen. Tja, jetzt sieht man hier vorne, also der Crafter ist ein schönes Auto, der hat so viel Drehmoment, eigentlich braucht man keine Automatik, oder, bei dem? Naja, ich fahre gern mit Schaltgetriebe, es ist halt im Winter angenehmer zum Fahren. Langstrecke ist natürlich Automatik angenehm. Geht, kein Problem. Kann man bestellen. Allrad kann man bestellen. Mach mal hier bitte auf, so einen Schrank auf der Ecke, weil das siehst du ganz selten. Denn diese Ecke ist meistens schlecht genutzt bei euch. Richtig gut, der ist noch nicht fertig, muss man sagen. Fertig. Hier kommt der Wechselrichter rein und der Wechselrichter betreibt dann autark dieses Ceran-Kochfeld. So, das Ceran-Kochfeld, Batterie-Power, wie viel habt ihr drin? 200 Ampere-Stunden. Ja, das langt. Also ich hab vor kurzem mal eine 200 Ampere-Stunden mit einem 200 Ampere BMS. Haben wir mal mit 370 Ampere gegrillt, über 2 Minuten. Hat's ausgehalten, selbst die Batterie wurde nicht warm. Also es war schon interessant. Die sind oft überdimensioniert. Also das heißt, die können doch deutlich mehr. Hier kommt der Tisch dann später rein? Hier kommt der Tisch rein, ja. Der Tisch ist hinten an der Hecktür. Zeig mal bitte, wo der ist, der Tisch. Also der ist fest eingelassen. Nein, hier an der Hecktür. Da ist er. Wenn du mal kurz rausnimmst. Jawohl. So, das ist alles sehr, sehr pragmatisch, dass auch nichts klappert. Und jetzt gehen wir hin und machen den mal ganz kurz rein, dass man das sieht. Den Tisch hast du nicht selber gebaut, oder? Oh ja. Doch. Ja. Hast du selber gebaut? Also das Bein natürlich nicht, das ist ein Zubehör. Aber der Tisch ist natürlich von uns gebaut. Sehr schön, der passt auch direkt rein. Kann man natürlich auch noch verschieben. Ja. Zum Beispiel sehr weit vor. Ja. Dann, ich drehe mal die Sitze. Ich sehe schon, der hat nämlich 3 Aufnahmen. Das heißt, 2 Stück braucht man. Ja. Das eine kann immer frei sein. Zeig mal gerade bitte. Du hast da was rausgelegt. Das müssen wir zeigen. Das ist dein Urgroßvater, ne? Das ist mein Urgroßvater, mein Großvater, mein Urgroßvater und mein Vater. So, ihr hattet 100-jähriges Geschäftsführung 1996. Jawohl. Und du bist wo? Du bist noch nicht Ich bin da. nicht drauf. Nein, da war ich noch nicht geboren zu diesem Zeitpunkt. Du bist wo Baujahr, dieses Bild entstand. warte mal, 68, 64 bist du, Ja. genau. So, und da vorne sieht man es, Klingenthaler und zweiter Fuhrunternehmer. Das heißt, du hast die DDR hast du noch voll mitbekommen, oder? Ja. Echt? Leider oder wie auch immer man sagt. Sag mal, damals die Ich wusste- Grenze hier zum Nachbarland, die war damals offen oder waren da auch Grenzkontrollen? Nein, also die Grenze zum sogenannten Bruderland, Tschechei war ja unser Bruder, Ja. war trotzdem komplett geschlossen. Mit Stacheldraht und Zaun. Und der nächste Grenzübergang war in Bad Brambach. Ungefähr heißt, die Nachbarn- 45 Kilometer weg. Die Nachbarn von nebenan, die hast du nie gekannt? Nein, nie gekannt. Das ist traurig, oder? Die sind hier 500 Meter weg. Ja, die sind 500 Meter weg. Und wenn man sich überlegt, wie die große Politik mit den Menschen, was die treibt, und dann auf einmal war die Wende, alles offen und die Grenze hat es nie gegeben. Echt? Und dann kamen die rüber und dann, Das ist eigentlich alles. Ich habe auch tschechische Mitarbeiter, also die sind nett, gell, die Tschechen? ja, alles okay. Gute Handwerker, weil ich meine, die wohnen jetzt 500 Meter weg, ja, die können ja nicht ganz andere Menschen sein. Das ist ja Ja, so. früher, also vor dem Krieg, war ja das alles eins. Das war ja Sudetenland und das war ja keine Grenze. Das war ja, und die Menschen sind ja trotzdem, auch wenn die durch eine Grenze getrennt sind, keine anderen Menschen. Das ist ja trotzdem alles. Was ich cool finde, dass die Nachfolge geregelt ist. Du hast auch die Söhne mit drin, die sind beide mit drin, Toni Nein, und... nur einer. Genau, der andere, was macht der? Der andere ist beim BGS, Bundesgrenzschutz. Das ist auch nicht schlecht. Das heißt, der passt auf, Der dass passt auf. die Außengrenzen... Genau. Die
Bundespolizei heißt das jetzt, glaube ich. Bundespolizei, genau. Bundespolizei. Komm, wir gucken mal hier rein, dass wir das sehen. Die Verdunklung vorne, das machst du aus Hamburg mit Projekt Camper zum Beispiel? Mit Projektcamper oder mit Remis Front, wie das der Kunde wünscht. Wie es der Kunde wünscht. So, jetzt sieht man hier sehr schön, du kannst polstern. Ja. Ja. Jawohl, das kann ich. Boah, ist das Die Sitze haben schön. wir halt genau jetzt so gepolstert. Fahrer- und Beifahrersitz in der Farbe mit der roten Doppelnaht. Und die 2 Zusatzsitze haben wir natürlich auch im gleichen Design gepolstert. Wenn jetzt ein Kunde kommt und sagt, ich will noch ein bisschen mehr Geld ausgeben, ich will das Armaturenbrett beledert haben, könnte sowas? Geht, kein Problem. Kein Problem. Also wenn jetzt, wie zum Beispiel mit meiner roten BMW, habe ich natürlich rote Nähte, aber wir könnten das natürlich in jeder Motorradfarbe machen, ob KTM orange oder Harley orange, wie auch immer der Kunde das wünscht. Kawasaki grün, alles machbar. Und wenn ich hier den Vornamen von meiner Frau reingestickt haben will, kriege ich das Dann auch. machen wir das auch. Marlene wäre das dann. Machen wir. So, Okay. sehr schön. So, dann hast du hier Schränke drunter. Das können wir gleich mal zeigen. Wenn du mal kurz reingehst von der anderen Seite, von hinten, dann habe ich ein bisschen mehr Platz zum Filmen. Und du kannst ja von überall reingehen. Boah, ist das ein schönes Auto. Das Heizungssystem, was habt ihr drin? Truma? Nein, wir haben keine Truma-Heizung, wir haben die Planar-Heizung. Sehr schön. Für Autotherm. Planar, Eine 4D. die 2. Die 2D. Die ist, 2D? ich glaube, das ist langt auch voll. Lang bei der Größe auf jeden Fall. Ist warm Wasser? Wie macht Dann ihr das? haben wir hier einen 50 Liter Tank, Wassertank. Haben hier dann den Boiler, Strom? Strom und Warmluft. Also Ach so, das heißt, wird da ist ein im Prinzip- Wärmetauscher. Das ist ein Wärmetauscher, wird im Prinzip über warmer Luft von der Heizung her betrieben oder mit Strom. Der mit kann beides. 12 und 220 Volt. Der braucht ganz wenig Energie, habe ich nämlich gehört. Es braucht dauert ja ein wenig bisschen, Energie. es dauert so ungefähr eine halbe Stunde, dann ist heiß. Bei 12 Volt ja, bei 220 Volt geht es wesentlich schneller. Bei warmer Luft, wenn die Heizung läuft, dann geht es sowieso schneller. Jetzt sowieso schneller. So, Ja. sehr schön. Das heißt, Schränke, auch das, alles Vollkorpus. Du kannst, wenn irgendeine Schranktür kaputt geht, du kannst die Daten rausholen, du hast von allen Fahrzeugen noch die Unterlagen da, kannst es nochmal reproduzieren. Ne? Ja, immer. Wir haben auch keine, zum Beispiel, ich zeige das mal hier an der großen Tür. Wir verarbeiten grundsätzlich Möbelscharniere, nicht die kleinen Wohnmobilscharniere. Die Scharniere sind dreidimensional in der Höhe und in der Entfernung einstellbar. Das war nämlich das, was ich eben gesagt habe. Das eine war noch nicht ganz eingestellt vorne. Ja. Das ist noch nicht ganz fertig, das Auto. Und dann kann man natürlich die Türen auch ganz schnell aushängen, reparieren. Natürlich. Das Geht, ist ja ne? klar. Das ist geil. Du bist ein Typ. Stopp, die ist nicht ganz drin oben. Ja. Vorführeffekt. Die kommen wahrscheinlich aus Deutschland, oder? Die schon Ja, wir machen die von Hefele. Die ganzen. von Häfler, aus Baden-Württemberg. Ja. So, jetzt, ich bin beeindruckt. Hier vorne ist noch ein Waschfeld. Das heißt, Hier ist die Spüler. Zähne putzen und spülen ist im selben Becken. Ist im selben Becken, ja, weil das Bierglas oder das Zahnputzglas ist ja im Prinzip. Das ist dasselbe. Ja, jetzt mal ehrlich, man braucht ja nicht auf so einem kleinen Auto und dann noch 2 Spülbecken montieren. Also, Ne? aus meiner Sicht ist es zu viel, weil man ist ja mit seiner Frau oder wie auch immer im Wohnmobil und Die kennt einen ja, oder? sollte einen kennen. Ne? Ja, so. Da vorne ist noch so ein Rollo. Was Ja, kann wir das? haben im Prinzip hier 3 Türen oder 3 Möglichkeiten dargestellt. Eine geschlossene Tür, ein Rollo, natürlich in der Farbe, ob silbern oder weiß oder schwarz, wie das der Kunde wünscht. Das klappert nicht. Das klappert nicht, nein. Allerdings ist es so, dass man bei dem Rollo Platz verliert. Das heißt, die Rückwand, das Rollo fährt ja hier in der Rückwand wieder runter. Und dann ist natürlich die Rückwand nach vorne gesetzt, weil man hinten das Rollo runterfährt. Also man verliert etwas Stauraum. Und dann haben wir hier noch die Möglichkeit mit offenen Fächern. Wünschen auch viele Kunden, dass man halt vom Bett aus oder von hinten aus bequem an die Fächer rankommt. Aber man könnte auch alles geschlossen haben, je nachdem, wie das der Kunde wünscht. Jetzt gucke ich mal gerade. Hier vorne ist noch was. Mach mal auf. Ja, hier ist noch einfach Stauraum. leer Stauraum. Hier ist der Radkasten unter diesem Fach. Und hier könnte man zum Beispiel die Auffahrkeile herlegen. Sehr schön. Also ich bin ganz beeindruckt. Hier vorne sieht man auch nochmal die Holzqualität. Das ist zwar Leichtbau, das Ganze ist aber ein Multiplex. Pappe. Pappel, Sperrholz. das kann sich nicht verziehen, oder? Das ist quasi... Relativ verzugsfest. Aber nie Holz und Feuchtigkeit ist immer ein Problem. Sehr schön. Aber in der Praxis sagst du, die Autos halten. Ja, die halten.
Die halten, sehr schön. Wir verarbeiten ja auch von der Oberfläche her kein Papierdekor, sondern HBL-Schichtstoff. Das musst du mal erklären. Der HPL ist ein Wunderschichtstoff. Das ist eigentlich gepresste Pappe. Naja, Wunderschichtstoff will ich so nicht formulieren. HBL wird zum Beispiel bei Küchenarbeitsplatten verwendet. Das 0, ist ein Laminat und ist 0,8 mm dick. Relativ kratzfest, natürlich zerstören, mutwillig kann man alles. Das hier ist HPL, was hier Das drauf ist HBL-Schichtstoff, ja. So, das HPL ist eigentlich, also mir hat das mal einer erklärt, dass das so im Prinzip ein Wellkarton ist, stark komprimiert, mit Kunststoff versehen. Mit Harz versehen. Mit Harz versehen und dadurch wird das Ding so hart, dass du damit alles machen kannst. Du kriegst es so gut wie nicht kaputt, oder? Ja, es ist sehr stabil. Sehr stabil. So, jetzt hast du hier, da vorne ist das Bussystem, können wir jetzt nicht zeigen wir am anderen. Entsprechend die Sitze drin. Du hast eben erwähnt, du kannst hier 2 Sitze einbauen. Ja, Kannst du mir das mal zeigen? Das zeige ich dir gleich mal. Warte, dass wir das mal sehen. Ja, aber ich gehe mal raus. So, das ist der Tisch, den können wir wieder zurückmachen. Tisch können wir zurückstellen. Das finde ich, allein die Halterung hinten, das finde ich immer klasse, dass du eine Lösung hast für alles. Der Jörg, 3 Meistertitel, ich sag's ja. Das Motorrad mal zurück, häng's aus. Sag mal, es gab die damals zu dritt, war das irgendwie günstiger? War das ein Dreierpakt mit dem Meistertitel? Nee, nein, das war schon alles separat. Okay. Ja, heute im Angebot, 3 Meistertitel zum Preis von 2. So, das kommt denn raus? Das kommt Okay. raus oder man legt es hier neben unter das Bett. So, und das Bett, da nimmt man sich am besten eine Gummimatte, das nicht rutscht. Und dann, was ist das für ein Material? Das was ist hier ja unten im Prinzip, man legt das ja nur raus im Stand. Dann, wenn man auf dem Campingplatz steht, Achso, na, anschließend machen wir man es wieder fährt das fest. Motorrad raus, man steckt Dann die ist es Winde ja wieder ab drin. und dann ist es auch. Ja, ist ja klar. Jawohl. Habe ich jetzt komplett übersehen. So. Was ist das für ein Material, was hier drauf ist am Boden? Das ist Kugelgarn, kommt aus der Schweiz. Das ist ein Belag, den kann ich sogar waschen. Ist ein textiler Belag, ist aber waschbar und unheimlich strapazierfähig. Ist der rausnehmbar oder wie? Nein, rausnehmbar nicht. Und waschen, was heißt waschen? Ich kann Nur mit abwaschen. Wasser, mit Bürste, mit Schrubber. Kann Und ich sonst, wenn ich das nicht haben will, was Kern, auskern einfach. Oder der Kunde wünscht BVC-Belag, je nachdem. Es hat alles Vor- und Nachteile. BVC-Belag ist halt leicht zum Wischen, leicht zum Reinigen. Es ist aber fußkalt. Und dieser Teppichboden, es ist eine Art Teppichboden, Nadelfilz, der ist halt angenehm fußwarm. Ist das Industriequalität? Ja, das Industriequalität Objektqualität, wird eigentlich in Hotels und so weiter verwendet, ne, wo es also sehr viel strapaziert wird. Das heißt, ich kriege das richtig schön, zum Beispiel jetzt mit einem Sauger, mit einem Waschsauger kriege ich das gut sauber? Kein Problem. Sehr schön. Selbst mit einem Besen. Mit einem Besen. Ja, kann das kehren mit dem Besen, kein Problem. Sehr schön. Sind die drehbar, die Sitze? Ja, die sind drehbar. Zeig mal. Dass wir das. dann mal zum Tisch umbauen. So, denn es kommen ja jetzt noch 2 Sitze hinzu. Ja, oder? Ich drehe den anderen mal um. Ja, gerne. Klingenthal heißt der Ort an der tschechischen Grenze. Das kommt einmal runter, lässt sich prima drehen. Jetzt muss er noch einmal vor und zurück. Ja, voilà. Das ist ja mal eine schöne Drehkonsole. Jetzt erweitert sich der Platz natürlich enorm. Du, bitte was? Den Marc holt er. So, der Marc soll mal ein bisschen helfen, das ist sein Sohn. Hier vorne ist übrigens da nochmal Stromkabel drin. Das liegt da schon bereit. Und ich filme euch mal. Die sind so leicht, dass du die gut packst, oder? Ach, die hast du auch selber bezogen. Die haben wir selber bezogen, ja. Sind natürlich fertige Sitze von der Firma Schnürle, aber selber bezogen. Die kommen aber schon mit dem Polster ab Werk. Ja, So, von Schnierle machst du rein. Das sind eigentlich aus dem Reisebus Sitze, oder? nein, das sind Wohnmobilsitze. Easy Leg heißen die. Easy Leg ist der Fuß. Easy Leg ist der Fuß. Ist der Fuß, jawohl, und der Sitz. Da gibt es verschiedene Modelle von der Firma Schnürle. Mit Lehnenverstellung, ohne Lehnenverstellung. Wir haben hier den Van X-Sitz. Das heißt, die Lehne ist verstellbar, ist umlegbar. Und jetzt kann ich, wenn das Bett geklappt ist, die Sitze unter das Bett schieben. Hallo, Sodass Marc. im Vorfeld der große Wohnbereich noch besteht. Dein Vater ist total crazy.
Für das Geld baut er die Qualität. Ist es auch das Feedback, was ihr kriegt auf den Messen? Ja, eigentlich schon. Die Leute sind auch immer sehr begeistert. Ehemalige, also Kunden von uns, die schon ein Wohnmobil haben, sagen ja immer wieder, Qualität passt immer noch an nach vielen Jahren. Aber blöd ist jetzt, dass ich jetzt herkomme, das allen zeige, ja, weil es gibt einige Kunden, die sagen, ja, nicht zu viele Kunden, weil ihr könnt ja wahrscheinlich keine 5000 Wohnmobile bauen im Jahr, oder? Ja, wir sind ja ein kleiner Familienbetrieb, hat sicherlich mein Vater schon gesagt. Können natürlich nicht hier 5000 Stück im Jahr produzieren. Das ist Aber ihr könnt schon ein paar. aber ein paar können wir schon. Ja. So, jetzt kommt der, guck mal hier, wie stark dein Vater ist. Ich überleg mal, der ist 4 Jahre älter. Ich würde ihm so gern helfen, aber ich habe ja beide Hände voll. Marc, du solltest ja kommen und ihm helfen. Jetzt hat er es doch selber geschleppt. Sag mal, du brauchst abends keinen Sport mehr, oder? Es reicht. Nach der Arbeit reicht's, ja. Was ist hier im Prinzip, was bleibt bei dir noch? Bist du noch selber am Arbeiten, am Schrauben? Ja, muss ich. Das heißt, du bist nicht muss auf einer ich, Insel wenn und ich- hast Fernwartung und guckst, was die machen? Leider nein. So, das Leider sind, nein. bitte mal reinsetzen, wenn du mal so lieb bist. Genau, Machen wir die Schiene raus. die Schiene macht er raus. So. Die ist jetzt hier drin. Und dann können wir das mal sehen, wie schnell das geht. Da ist die Schiene raus. Dann kann man nämlich die ganze Konstruktion sehr schön verschieben. Ich finde die Farben hier ganz schön. Du hast drüben einen ganz anderen Stil gewählt. Also der ist schon unglaublich edel. Abenteuer Allrad, da war das Fahrzeug ausgestellt. Die Leute gucken rein. Da stehen ja unglaublich viele Fahrzeuge. Was haben die gesagt zu deinem Fahrzeug? Haben die erkannt, was sie da sehen? Oder? Ja, also die haben schon gesehen, natürlich gerade so ein bisschen im Trend oder für jüngeres, sag ich mal, Leute ist natürlich das Dunkle und auch mit der Holzoptik ja, schon sehr ansprechend. Finden da viele gemütlich. Aber jetzt auf der Abenteuer hat man auch diesen mit. Komplett anderes also Designkonzept. Muss man auch sagen, den anderen, manchen ist es auch zu dunkel, die sagen lieber helle Farben, freundlicher. Ja, aber wie gesagt, Geschmäcker sind verschieden und Sag mal, wenn ich den jetzt bestelle, kann ich die Farben wählen? Kann ich sagen, kann man alles wählen. für das Geld? Vom Korpus Ihr seid individuell. bis- Genau. Das ist verrückt. Ihr seid crazy. Das geht normal gar nicht. Dämmung. Ich habe gesehen, Armaflex ist teuer. Da sind ganz viele Kartons von Armaflex bei euch im Laden. Stehen die drin? Die Preise habt ihr schon gemerkt, dass das angezogen ist, oder? Ja, aber jetzt nicht nur bei Armaflex, das ist eigentlich überall, haben die Preise angezogen. Geht beim Fahrzeug los und hört beim Armaflex auf. So, hier sind wir. Die Schiene kommt raus. Das ist hier. Er will auch irgendwie heute einen Wettbewerb gewinnen in der Geschwindigkeit, wie er die ausbaut. Aber das geht mit wenigen Handgriffen, oder? Ja. Da ist ein Nutstein, ist da drin? In der Ja genau, Nutstein und dann mit einem Drehverschluss. So, der Kollege, der geht mal hin und der wickelt schon mal die ganze Geschichte auf. Und dann sieht man nämlich sehr schön, das wäre nämlich jetzt die Anwendung, wenn jemand kein Motorrad hat, dann kann er hier bis zu 6 Fahrräder könnt ihr reinmachen. Boah, es geht schon wirklich schnell. Das Schöne ist natürlich, du könntest jetzt das Fahrzeug benutzen und deine Frau könnte es auch benutzen, wenn die mit irgendwelchen Mädels auf Sportreise geht oder so. Das wäre kein Problem in dem Fall. Wir haben zwar hier jetzt nur 4 Sitze, aber man könnte natürlich problemlos auch noch weitere Sitze dazustellen. Was mir gut gefällt, ist, dass du auf der linken Seite etwas mehr aufgebaut hast. Auf der rechten Seite sind zwar Schränke, aber sehr dünn. Dadurch ist das Raumgefühl trotz den Schränken, die ja noch drin sind, unglaublich groß. Das ist zwar richtig vom Raumgefühl her, hat aber auch einen technischen Hintergrund. Wenn wir die Sitze, wie wir es jetzt gleich mal zeigen werden, unters Bett zurückschieben, dann benötigen wir den Platz in der Breite. Das ist alles so ausgekügelt, dass die Sitze passen genau drunter. Ja, aber genau so ausgeklügelt. Cool. So, hier vorne ist wahrscheinlich genau. Da sind die ganzen Anschlüsse. Ihr habt den nicht selber rot lackiert, der kam so? Der kommt gleich so, den kann man gleich so bestellen. Schön. Gibt natürlich an jeder anderen Farbe. Also das Rot-Weiß ist zwar sehr krasse Farbe, man kann den natürlich auch grau, dunkelgrau oder, Da hinten ist einer. oder wie auch immer bestellen. Das ist je nach Geschmack. Originalfenster könntet ihr auch einbauen, theoretisch. Ja? Den kann man gleich bestellen mit Originalfenster. Hinten haben wir zum Beispiel Originalfenster. Gibt ja Leute, die sagen, ich will gar nicht, dass einer sieht. Ich lasse die Markise weg. Sehr viele, die inkognito reisen wollen, dann bestellt man das Auto einfach mit Originalfenster und man baut keine Campingfenster ein. Schön, Ich zeige dir jetzt mal den Platz im vorderen Bereich. bitte.
Der hat jetzt eine 4-Personen-Zulassung, oder? Der hat eine 4-Personen-Zulassung, ja. Man könnte auch mehr, oder? Man kann mehr, ja. Und wir haben jetzt so praktisch hier beim Fahren wirklich bequemen Platz zum Sitzen. Auch die Freiheit, Bewegungsfreiheit. Absolut. Beim Essen, wenn man isst, Da ist der Tisch. Vielen Dank, Marc. Du hast eben echt gefehlt. Dein Vater musste alles selber machen. So, jetzt hat 4 Leute. Marc, geh mal rein. Face to face. Also ein Riesenplatz. Jetzt wäre das Motorrad jetzt draußen quasi. es könnte auch bleiben. Könnte bleiben. Ja, könnte bleiben. Kein Problem, es passt rein. So, und wenn du jetzt das Bett machst, abends. Und wenn ich jetzt abends das Bett mache, der Tisch könnte aber auch bleiben. Wir müssten den Tisch nicht wegstellen. Dann schieben wir die beiden Sitze unter das Bett. Verrückt. So, ist der rechts, ist der ganz unten oder muss er noch ein bisschen runter? Ich sehe ja immer alles. Ja. So, sehr schön. Pass Da auf. kommen- Und dann stecken wir einfach die Stange ein. Das kommt aus der Praxis hier, oder? Das habt ihr wahrscheinlich über die letzten 10 Jahre immer wieder etwas. Genau, etwas Verändert. verbessert, verändert, ein bisschen angepasst auf die Bedürfnisse. Aber mein Vater nützt es immer noch so, wenn er seine Motorradtouren macht. Der macht die regelmäßig? Allein oder mit der Mama? Mit Frau. Mit der Frau. Sehr schön. So, So, jetzt haben wir ist. im Prinzip hier große Schlaffläche. Ja. Die ist groß. Das stimmt. Wir haben praktisch hier eine 2 Meter Schlaffläche in der Länge, haben trotzdem hier noch einen großen Raum zum Umkleiden, zum Bewegen. Und jetzt zeige ich dir mal noch das Aufstelldach. Bitteschön, ja. Ist das ein verrücktes Konzept? Also wenn ihr da mit diesen Preisen 85 aufkommt, mit Aufstelldach, mit der Lösung mit Lithium, mit Bussystem, mit allem drum und dran, made in Germany, das ist schon Hammer. Ja, und man hält sich trotzdem noch die Flexibilität vom Fahrzeug und ja, kann das eben, wie gesagt, mehrfach nutzen. So, Zum Transport. ich kenne diese Leiter. Ich habe die in der 500-Euro-Version. Da ist sie ein bisschen schwerer und ist auch ein bisschen höher. Aber da gucke ich immer, dass sie nicht geklaut wird, weil sowas ist sehr beliebt. So, Jetzt machst du es einmal hochdrücken. machen wir das Dach einfach hoch. Krass. Ach, dadurch, dass ihr die selber baut, habt ihr den Zeltstoff jetzt rot gemacht. Das geht ja normal nicht. Der ist ja immer grau. Ja, genau, die Farben kann man natürlich auch, wenn man da Sonderwünsche hat und hat dort rot oder grün, dann ist es natürlich auch machbar. Boah, ist das schön. Guck mal hier, in Rot, da kommt er jetzt hier raus. Das sieht richtig schick aus. Und hier sieht man es auch nochmal, also das Gesamtensemble. Und jetzt gucken wir gerade mal drauf, dass wir den sehen. Also, Marc, guck mal hier. Wir haben jetzt einen Viersitzer. Wir haben unglaublich viel Stauraum mit drin. Also für einen Kurztrip auch mit 4 Personen, aber mit 2 Personen ist es ja genial, oder? Ja, also richtig viel Platz, man hat viele Transportmöglichkeiten und trotzdem aber sehr bequeme Schlafmöglichkeiten und auch viel Raumgefühl. So, jetzt gibt es ja nachts, weiß ich von den anderen Hubdachaufstellern, die haben so Wintersysteme mit drin. Habt ihr das auch? Haben wir auch. Und zwar, wir fertigen immer oben ein Flauschband an, nähen das mit an und haben eine sogenannte Winterisolierung. Und die Winterisolierung wird, Ach, da oben. wird innen nur angeklettet. Die habt ihr schon gleich vorgesehen. Haben wir gleich mit vorgesehen. Das ist Standard bei uns. Und ist das im Winter gut? Also Kunden waren bei minus 17 Grad im Wintercamping unterwegs und haben nicht gefroren. So die Aussage. Das ist das Ding. Ja, das ist Marc, Winterisolierung. Du darfst sie mal einbauen. Wird die oben angeklettet und dann hat man die ringsum drin. Ja, bitteschön, Marc. Hallo, das ist deine Frau, gell? Der redet die ganze Zeit von dir. Du musst mal herkommen. Du bist Sporty Spice, bist du. Das heißt, du bist immer in Sportklamotten unterwegs. Ich zeig das mal gerade. Die On-Schuhe hat sie zwar, die Adidas. Heute Morgen warst du in Sportklamotten. Du bist unglaublich schlank. Ihr seid schon lange zusammen, du und dein Mann? Ja, 38 Jahre. 38 Wir Jahre. haben jetzt 39. Wie habt ihr euch kennengelernt? Rein zufällig. Rein zufällig spontan.
Wie? Hier vorne Tankstelle? Oder was? Nein, auf Tanz war das. Auf dem Tanz. Auf dem Tanz, Also ja. ganz altmodisch wie früher, ohne Handy, ohne WhatsApp. Es gab ja kein Handy früher. Genau so war's. 38 Jahre, dann, warte mal, 40 Jahre, das war 1980. Ja. 19 Nein, 83. 83. Naja, haben wir uns kennengelernt. Habt ihr euch kennengelernt? Ja, 85. Und dann? 85 geheiratet, dann kam schon der Mark auf die Welt. So schnell ging das? Ganz schnell. Ja. Nee, aber dann, als ihr euch kennengelernt habt, war anschließend noch Kino oder so? Oder war schon... Nein. Nein, Kino, es war immer die Werkstatt. Er hat damals eine Simson gehabt? Ja, Ist sie noch da, die Simson? ja, die Simpson ist noch da. Zeig mal, wo ist sie? Ja. Ich folge dir mal unauffällig. So, der Marc baut schon mal ein. Ich zeige mal gerade, auf welchem Motorrad der Marc produziert wurde. Ach, mit Vollverkleidung. Mit Teilverkleidung sehe ich gerade. Ja, habe alles selber gefahren, mein Mann? Ist das die? Ja. Das ist die von damals. Ja, das ist die von damals. Der hat die gar nicht gefahren. Guck mal, die sieht aus wie neu. Ja, fast wie neu. Hat man poliert und immer schön gepflegt. Aber die ist im Originalzustand, die ist nicht restauriert. Nein, die ist nicht restauriert. Das ist eine Original. Die hat heute einen Wert, unbezahlbar, oder? Denke ich mal, weiß ich nicht. Die Verkleidung hat er neu angebaut. Das war eigentlich früher nicht so gewesen in der DDR. Aber das hat er sich alles selber gebaut. Und du darfst damals warst du da mit drauf hinten. War ich mit hinten drauf und bin sie auch selber gefahren. Die Simson Ja. S50B. Ja. Krass. Ja, da sieht man, wo das hingeführt hat. So, das sind entsprechende Reisemobile, die ihr baut. Ja. Das sind Mockups oder wahrscheinlich solche Muster. Ja, Dass man weil mal zeigen kann. Die Kunden, die konnten das sich auf der Messe immer nicht vorstellen, was wir machen. Und da haben wir dann in Nachtarbeit die kleinen Autos ausgebaut und dass man sich das mal vorstellen konnte. Oh, ist das eine Arbeit, oder? Ja, das ist eine Arbeit, eine Bastelarbeit. Aber das macht mein Mann ja gerne, der ist ja auch Eisenbahner. Das ist Eisenbahner. Einbasen hat eine ganz große Eisenbahn, die bastelt er auch noch in der Nacht. Das habe ich damals auch gemacht, Eisenbahn. Ne? Fleischmann habe ich gehabt. Er hat Märklin, ne? Nein, H0. H0, universell quasi. Ja. Kann man alles verwenden. Hier vorne siehst du also, ihr habt die ganzen Sachen fertig gemacht. BMW, guck mal hier vorne. Ihr habt viele Kunden, die meisten sind glücklich. Ja, denke ich. Oder mal. alle. Wir versuchen alles glücklich zu machen. Aber bis jetzt haben wir eigentlich wenig Beanstandungen gehabt. Und natürlich helfen wir gerne, wenn was nicht passt, dann müssen wir ja unsere Kunden bedienen. Und das machen wir auch gerne. Sag mal, wer hat dem Mann hier den Mantel genäht? Das ist ja der Hammer. Na, haben wir nicht genäht. Das haben wir dazu gekauft. Cool. Ich zeige gerade die Modelle hier. Das ist sensationell. Sag mal, das war richtig viel Arbeit, oder? Das war viel Arbeit, ja. Also das ist, aber gut, wenn man es gerne macht, dann ist das alles halb so schlimm. Der Eisenbahner, da hab ich schon gehört. Genau. Ja. So, da habt ihr euch kennengelernt. So, dann Tanz. Dann ist das so, dass man sich noch vorstellt, Eltern und so, dass er gesagt hat, hier, der Jörg, der will unbedingt. Ja, aber relativ schmerzfrei war das. Oh, das war schmerzhaft. Warum? Na, ich war ja auch ein bisschen älter wie er. Wie ein bisschen älter. Ich bin 3 Jahre älter wie mein Du siehst aber wesentlich jünger aus. Dankeschön. Nein, ist das nicht schön, wenn man, ich sag mal, jetzt zu Hause einen Handwerker anbringt statt einem Arbeiter, oder? Ja, eigentlich war das früher eigentlich Das war dir gerne egal? egal. War egal. Du hast ihn wirklich geliebt, oder? Ja, liebe ich immer noch. Das ist auch Mit zumindest Höhen und vor der Tiefen, Kamera, ja. Ja, mit Höhen und Tiefen, ne? Nicht immer alles Friede, Freude, Ich will ja nur ein bisschen zeigen, ihr habt ja das Glück, dass die Nachfolge geregelt ist. Die Kinder, der eine, der ist bei der Bundespolizei, habe ich schon gehört, ja. Der Marc, der ist hier voll im Unternehmen mit drin. 7 Leute, 8 Leute seid ihr insgesamt. Und dadurch, dass die Preise okay sind, ich meine, jetzt gehen ja die, ich sag mal, Nachfrage geht ja jetzt ein bisschen zurück in den einigen Bereichen. Das merkt ihr gar nicht, oder? Im Moment merken wir das noch nicht, nein. Immer noch Kunden, die eben gerne spezielle Ausbauten von uns haben wollen. Ne? So, er macht gerade das Winterding fest. Ja. Das ist ja genial. Das heißt, ihr habt in allen Hochdächern direkt die Möglichkeit mit eingenäht, dass man den entsprechenden Vorhang im Winter direkt dran kletten kann. Ne? Genau, den kann man dran kletten, das machen wir auch selber bei uns. Also wir nähen alles selber in unserem Haus. Alles selber? Ja, machen alles selber hier. Okay, auch das Teil hier habt ihr selber gebaut hier? Das haben wir alles selber gebaut. Die Verkleidungen, das machen wir alles selbst bei uns. Die Dämmung, die Verkleidung, das Fußböden. Polstern, hier Genau. unten das Filz.
Machen wir auch selber. Ja. Das geht doch nochmal, das macht doch kein Mensch mehr. Machen wir auch selber. Also ganz wenig von Zulieferern, Ja. sondern die Matratzen macht ihr selber. Ist die Liegequalität, wenn ich jetzt oben drauf so ein Gelschaum haben möchte, das geht. Das könnt ihr. Das geht, genau, das geht. Aber wir haben auch die verschiedenen Stärken von den Schäumen da. Da kann sich auch jeder mal drauflegen und kann sagen, ich möchte einen 8er, einen 12er oder weich, hart. Also kann sich jeder bei uns raussuchen, was er gerne möchte. Ich bin total beeindruckt. Also du hast ja immer so ein Bild, du kommst hierher, kommst nach Klingenthal. Für mich ist das ja das Ende der Welt und ihr habt zu mir gesagt, wenn ich nach Frankreich fahre, ist das auch das Ende der Welt für euch, oder? Ja, bei uns schon, ja. Aber trotzdem ist es hier schön, ne, bei uns. Ich finde es total schön. Die Leute sind nett. Ich war gerade eben noch was einkaufen im Netto und man kann sich mit der hochdeutschen Sprache hier sogar verständigen. Das geht. Also ich zeige mal gerade. Das ist ja mal ein richtig toller Vorhang hier. Das ist die Winterisolierung, ja. Boah, ist das gut. Das ist richtig gut. Und die ist natürlich innen, das heißt die Feuchtigkeit, die kann sich nicht kondensieren, oder? An der Stelle. Ja, genau. Und dann haben wir ja auch noch hier die Besonderheit bei dem Dach, also bei diesem Flachdach, dass wir hier die Bettplatte hochklappen können. Ach, die kannst du auch noch hochklappen. Die kannst du hochklappen. Das machen die anderen nämlich nicht. Da Und ist dann nur eine hast kleine du hier Öffnung. Komplett die Riesenöffnung frei. Und Warte, das ich setz mich mal hin. wird natürlich noch wesentlich größer dann. Die meisten, die nämlich für den Crafter das Dach gebaut haben, da ist nur eine kleine Einstiegsluke und keine Öffnung. Das kannst du nicht hochklappen, bei euch schon. Ja, genau, weil gerade im Allrad hat man eine Stehhöhe beim H2 von 1,80 Meter. Also wenn man da schon 1,85 ist, hat man da schon Probleme, obwohl man ein großes Fahrzeug hat. Ja, und das versuchen wir da eben damit auszugleichen und schneiden das Dach eben aus, dass eben die größeren auch eine Stehhöhe haben. Datum, was heute? 28? Wie bitte? Datum? Ja, heute ist dann 29. 29. September 2023, Anno Domini in Klingenberg. Klingenthal, das Bundesland, was ist das hier? Sachsen. Ach, wir sind in Sachsen. Wir sind in Sachsen. Wo die Wir schönen sind Mädel wachsen. im Prinzip im Dreiländereck Sachsen, Bayern, Thüringen und auf der anderen Seite Tschechei. Okay. 4-Ländereck, wenn man so will. 4-Ländereck. Du bist doch ruckzuck hier in Frankfurt. Ich glaube in 4 Stunden. Frankfurt am Main. Ja. Ja, Frankfurt oder auch 4 Stunden. Auch 4 Stunden. Ja. Ich war noch nie hier und ich bin begeistert, ja. Das ist unglaublich, was du für dein Geld kriegst. Eingearbeitete LED-Beleuchtung. Dann habe ich gesehen, im Dach habt ihr auch schon LED mit drin. Das sieht man hier oben sehr, sehr schön. Das ist dimmbar. Wenn ich sage, ich möchte gerne 3 Dosen haben, 12 Volt, damit ich meine USB-C-Adapter auch immer up-to-date halten kann, kein Problem, oder? Kein Problem. Kein Problem. Leselicht, kein Problem. Auch kein Problem. Also ich sage einfach, was ich will und dann, ihr könnt Grundrisse vorhalten, dass ich nicht selbst auf die Idee kommen muss. Ihr habt quasi alles schon mehr oder weniger gebaut, oder was es gab. Ja, genau. Also ja, eigentlich vieles schon war dabei, was wir da gebaut haben und ja, da ist eigentlich keine Grenzen mehr gesetzt. Aber trotzdem können noch die Kunden, weil Camping ist ja sehr, sehr individuell und trotzdem können aber die Kunden ihre Wünsche einbringen und wir versuchen das immer so zu realisieren. Wir Also. haben keine festen Grundrisse, die man nehmen muss, sondern der Kunde wünscht und so wird es gebaut. Ich überlege mir, ich besorge mir Iveco Daily 4x4 Allradkasten mal. Dann stelle ich euch den mal auf den Hof und dann machen wir mal ein geiles Projekt. Das wird bestimmt witzig. Mit Hochdach müssen wir irgendwie mal schauen oder auch ohne Hochdach, weil ich bin total beeindruckt. Ja, wir müssen weiter, wir haben noch ein bisschen was zu filmen. Deswegen, das ist der Rot. Hat der einen Namen eigentlich? Nein, Nein. wir verzichten eigentlich auf Namen, weil die Namen, wir können ja nicht für jedes Modell, was wir bauen, individuelle Namen kriegen. Nee, das geht ja nicht, oder? Und das ist eigentlich, die Namen, das ist irgendwie bloß Show. Ja, es ist richtig, dass die großen Hersteller halt die Namen Nee, aber wenn ich benötigen, den jetzt kaufen will, was soll ich denn sagen, wie der heißt? Kräfter. Das ist einfach Kräfter. 6 Meter Kräfter. 6 Meter Kräfter. In der Ausführung. Raumwunder. Bitte? Unser Raumwunder ist das. Hat ja viel Platz. Stehen kann man gut. Kochen kann man. 4 Mann können wir mitnehmen. Ich hätte die Frau auch genommen damals, weißt du? Ja. Hast du gut gemacht, ja. Ihr passt zusammen. Ich brauche mal gerade ein Foto, bitte. Marc, wenn du mal rauskommst. Ich brauche ein Standbild für vorne. Wenn ihr euch mal gerade in den Arm nehmt zu dritt, der Sohn, der hat ein bisschen mehr zu essen bekommen, sehe ich. Hier hat eine Größe, ja. Ja, da kommt nicht nur vor. Genau, wenn ihr euch mal so dahin stellt, dann kann man das sehr schön sehen.
Vielen Dank fürs Einschalten. Wenn ihr Lust habt, das Ganze heißt Flexebu. 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 Jawohl. So, jetzt habe ich es. Aber ganz ehrlich, dahinter steckt eine Firma seit 1896, die heißt Schlott. Und der dreifache Meister. Und ich bin echt begeistert. Und den werden wir jetzt gleich zeigen. Das ist ein Hammerfahrzeug. Ach so, die Dusche müssen wir noch zeigen. Die Dusche. Wir hätten fast die Dusche vergessen. Wie ist eigentlich der Vorname von deiner Mama? Christina. Die Christina. Okay. Gut. Du weißt... Mit dir rum. Bitte was? Ich mache mit deinem Wohnmobil, fahre ich gerne ein bisschen mit dir rum. Kannst Machen wir du- YouTuber. Ja, können wir gerne machen. Ja. Meine Frau, die ist lieber zu Hause. muss ich Ja? sagen. Ja, die sagt, ich habe genug zu tun mit dem Sohn, der ist 11, in der Schule und so weiter. Weißt ja, wie viel Arbeit das war, oder? Ja, Bei deinem war Sohn. viel Arbeit, ja. Ich nehme an, Der Marc war pflegeleicht. aber der hat doch niemals von allein gelernt, oder? Oh ja, eigentlich schon, er war fleißig, muss man schon mal sagen. War schon fleißig, ne? War schon fleißig, der Marc. Und es war nichts zu beanstanden, irgendwelche Dummheiten, die er mal gemacht hat. Oh ja, hat er schon gemacht. Aber trotzdem gut durchs Leben gekommen. Sehr schön. Ne? So, das ist dieses Duschmodul und das ist so sensationell, das muss man zeigen. Das Wasser, wo geht das hin? Das Wasser geht durch den Boden. Ja, achso, das, okay. Entweder in einen Kanister oder nach außen. Je Oder nach nachdem, außen. Wo man steht. So, Die das Dusche heißt, hängt man einfach hier ein. ja. Ist das genial. Das heißt, wenn ich die Dusche sowieso nur selten brauche, dann habe ich eine komplette Innendusche. Das ist eine mobile, ja. Mobile Innendusche, Edelstahl unten, ne? ja, Edelstahl. So, und die wird dann unten eingehangen. Da ist auch der Auslass mit drin. Das wird dann vorgesehen von euch, wenn ich die Dusche kaufe. Ja, ja. So, das wird alles also das bereiten wir alles vor. Hängt man einfach ein. Und dann muss ich ja erst mal das Bett zurückbauen. Das geht auch erstaunlich schnell, der Ja, Zurückbau. ja, Ich habe gehört, ihr macht zusammen Motorradtouren immer. ja. Wo geht's denn gerne hin? Also wir waren in Norwegen, Sardinien, dann nach Frankreich haben wir schon große Reisen gemacht. Aber das macht da immer Spaß. Wir suchen auch immer Zeig dir mal uns die- ganz schnell. Im Vogtland auch? Im Vogtland sind wir auch unterwegs, ja. Im Erzgebirge. Das ist der Duschkopf. Der hat an alles gedacht. So, das ist aber Teamwork hier bei euch, oder? Ich nehme an, dass du ja auch was testest. Wir werden auch gleich mal dein eigenes Auto zeigen. Ja. Das ist der 49999, so werden wir ihn nennen. Wir haben hier den Anschluss Ja. zum Duschen. Hier ist der Duschvorhang. Warte, ich komme mal zeigen. Ich komme mal hier rum. Und das ist der Duschvorhang. Der Duschvorhang, geh hier rein. Wir haben die Dusche extra so tief gebaut, dass man auch bei geschlossenem Dach duschen kann. Ja. Und dann hat man hier die Dusche. Moment. Ich sitze drauf, ja, wieder mal. Und dann kann ich mich hier. Warte, ich filme mal von oben rein, dass man das sieht. Also es ist eine geniale Idee, zumal es funktioniert wirklich. Die Leute benutzen die Dusche und du kannst sie komplett wieder rausbauen. Das heißt, wenn du mal eine Tour machst und sie nicht brauchst, kannst du komplett rausnehmen, oder? Ich spare im Prinzip den ganzen Platz einer fest eingebauten Dusche. Man kann sie zusammenfalten, hinten reinlegen, oder? Jawohl, ich zeige das mal. Geht ganz easy. Rechts und links aushängen. Ich hänge die beiden Verschlüsse aus Okay. und falte dann die Dusche zusammen. Das habt ihr selber genäht? Ja, das haben wir selber genäht. Genau. Und weg ist er. Weg ist sie. Wow. Marc? Das löst die Probleme, aber wir können euch trösten. Es gibt das Ganze auch mit fester Dusche. Das bauen wir nämlich gerade innen. Das können wir uns gleich mal im extra Video angucken. Ein kurzer Sneak Preview auf die Version. Denn es gibt schon mal Leute, die fragen nach Duschen, oder? Ja, es kommt darauf an. Jeder nutzt, wie gesagt, individuell. Der eine nutzt es so, wo sagt, er braucht nur mal ab und an mal eine Dusche. Manche brauchen die aber, hätten die gerne immer fest. Und dann verbauen wir die natürlich fest. Da ist jetzt noch mittendrin. Kollege ist dran. Das ist die Dusche, gell? So, und da ist es ein festes Duschenmodul, wie man es kennt. Waschbecken drin?
Hier in dem Fall ist kein Waschbecken drin, aber das kann der Kunde auch selber festlegen und dann auch immer noch Grundriss und Körperbezogen. Also manche will eine größere Dusche, manche auch noch reicht eine kleine und dann wird es immer individuell gefertigt. Hier ist es auch eine Truma drin, sehe ich. Also statt der Diesel-Luftheizung. Ja, genau. Okay, so hier sind wir. Ihr habt eine CNC-Maschine, eine Portal. Ja. Die ist auch ganz nett. Die kann man mal zeigen. Hallo. Ja. Da vorne ist sie dran. Und die Werkzeuge werden vollautomatisch gewechselt, oder? Ja, genau. Also wir fertigen alle Möbel bei uns individuell, also alles bei uns im eigenen Hause, klar, geht im individuellen Bau gar nicht anders da. Angefangen vom Plattenmaterial, Umleimer mit der Kantenmaschine. Die ist nämlich hier, das habe ich schon gehört, mit dem Laser, gell? Genau, das ist eine Laserkante, die wird bei 480 Grad auf die Kante aufgeschmolzen. Ja, CNC und dann... So, und da vorne ist die Säge, gell? Genau. Wie man sieht, also das sind so die Teile, die kommen. Das heißt, ihr habt die komplette Fertigungskette habt ihr im Griff. Die meisten Sachen baut ihr selber, seid ihr nicht auf irgendwelche Schwankungen angewiesen. Kleber und so weiter, die können sich auch mal verändern, oder? Von der Wirkungsweise. Das ist sehr unangenehm, oder ist es selten? Ist eigentlich selten. Ja, wir haben da eigentlich schon Standard und das funktioniert eigentlich schon gut. Sehr schön. Also, Flexebu, das Ganze kommt von flexibler... Flexible Fahrzeugeinrichtungen für Beruf und Urlaub. Ja, wie man das damals so einfach formuliert hat. So, da ist es. Und das übrigens im Kühlschrank. Tschüss.